Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal, auf dem wir zusammen surfen gehen. Wir sind in Belize und holen uns jetzt ein paar schöne Wellen ab. Zumindest habe ich das am Anfang der Session noch gedacht. Wie soll es auch anders sein? Bei einer Periode von 16 Sekunden, strahlend blauem Himmel und einem guten Offshore-Wind war das einfach eine richtig gute Februar-Session. Zumindest hätte es eine werden können. Beim Rauspaddeln habe ich direkt schon gemerkt, dass ordentlich Energie im Wasser ist. Wie auch erwartet, das ist überhaupt gar keine Überraschung bei so einer Periode und so einem guten Winterswell. Die Größe waren um die 8 Fuß, also echt ordentlich und dann bei so viel Energie im Wasser natürlich auch mit ordentlich Power drin. Und das zeigt sich auch sofort in den Take-Offs. Den ersten, den ich hier von jemand anderem aus der Nähe gesehen habe, den es ordentlich zerlegt. Die Wellen waren sehr schnell, schneller als es von außen aussah, auch größer als es von außen aussah. Und auf meiner ersten, die direkt danach kam, hat es mich auch sofort ordentlich zerlegt. Mit der Lippe rübergegangen, die sahen eigentlich gut aus, gute Schulter, gute Face. Dann direkt aber auf den Sand geknallt, mit dem Brett zusammengerasselt. Aber das Gute an der Sache ist, wenn man dann auf der Inside ist und jemand hat die hinten dran, so wie er hier gerade, dann sieht man mal, wie es eigentlich geht. Zumindest die Welle zu stehen, in die Face reinzukommen. Hier habt ihr auch nochmal gesehen, wie groß die Dinger sind. Ich sag's jetzt nochmal, für alle, die vielleicht jetzt erst dazugeschalten haben. Die hatten echt eine ordentliche Größe, zum Teil Double Overhead. Ja, hier guck mal, wie will man da rauskommen? Da gibt's quasi keinen drin, wenn man an der falschen Stelle sitzt. Hier auch, zack, Airdrop. Nachdem es jetzt alle abgeräumt hat, die letzte Setwave, ein ordentlicher Banger, richtiges Prachtexemplar, hat nur auf mich gewartet. Andi sitzt links, guckt wahrscheinlich unglaublich, warum ich die überhaupt anpaddeln will. Ich weiß überhaupt nicht, wie mir geschieht in dem Moment. Auf einmal bin ich einfach in der Lippe, Vorwärtssalto, mit der Lippe runter, mit dem Brett zusammengerasselt. Da sieht man es nochmal. Checken, ob die Finnen noch drin sind, ob ein Ding drin ist. Auch hier im Hintergrund, ihr seht's. Double Overhead. Ich weiß, jetzt wiederhole ich mich, aber ich sag's deswegen nochmal. Normalerweise ist die Größe an Spots, die nicht ganz so heavy sind, also wo die Wellen nicht so hohl und nicht so schnell laufen, für mich kein Problem. Habe ich viel Spaß drin. Hier, das ist die heavyste Session, die ich bis dato gesurft bin. Jetzt auch noch zum Zeitpunkt, wo ich das hier einspreche. Also deswegen ist es was Besonderes für mich und das ist auch eine ganz besondere Session, die wieder mal so ein bisschen die Limits gepusht hat. Da hinten seht ihr, ist der nächste. Die einzigen, die da wahrscheinlich richtig gut was mit anfangen konnten, waren die Bodyboarder. Für die ist das wahrscheinlich ein Spaziergang im Park. Aber für mich, ich bin einfach nur ein Average Joe, der so ein bisschen Spaß im Wasser hat, ist das eine richtig ordentliche Hausnummer. Und für die meisten anderen hier wahrscheinlich auch. 60% der Take-Offs waren Wipeouts, die ich ja gesehen habe an dem Tag. Weil nachdem ich auf den Sand und aufs Brett geknallt war, noch mal die Finnen checken. Schadet nie. Ja, moin. Alles gut? Bei dir auch? Ich hab's gerade sowas von zerfetzt. Du hast oben den, wie nennt man das? Die Reißleine gezogen. Ja. Also, ich war schon zu tief. Ja, gestern bist du gerade in Barranco passiert. Out of all places. Ich war lang gepaddelt, wollte zurückziehen, aber war schon zu spät. Ja. Dann bin ich so seitlich mit der Lippe so. Einfach runter. Ja, ich hab gar nicht mehr damit gerechnet, dass ich noch hinten rauskomme. Ich wollte das Brett weg. So, wann kommt der Einschlag? So. Eine schwache Welle, ey. Ja. Langsam nahm die Wellengröße zu und zusätzlich dazu wurde es auch noch voller, mehr Leute im Wasser. Das heißt, es wurde nicht einfacher, überhaupt Wellen zu bekommen. Ich hatte in der Session bisher sind so wenige Wellen. Und vor allem welche, die mich nur zerstört haben. Und das Thema ist, wenn mehr Leute im Wasser sind, dann muss man sich ja nicht nur zu den Wellen richtig positionieren, was an dem Tag schon schwer war, sondern auch zu den anderen Leuten. Viele gute Gelegenheiten, die zu bekommen, bei denen man genau richtig sitzt, sich richtig positioniert hat, die gab es nicht. Ist aber kein Problem, es ist einfach dann nur nochmal eine zusätzliche Challenge. Hier ist ein schönes Beispiel. Oft sitzt jemand tiefer und nimmt die Welle, obwohl er vielleicht ein kleines Stückchen sogar zu tief ist und abgeräumt wird. Ha? Nee, alles gut. In dem Fall war er tatsächlich ein bisschen im Weg, aber das ist einfach so. Man hat selber eine Welle gehabt, ist dann vorne
und ist dann einfach in einer blöden Position teilweise, wenn man gerade eine hat. Es sind einfach mehr Leute da, es sind mehr im Wasser. Ich versuche dann lieber eher zurückzuziehen, bevor ich das Risiko eingehe. Bei einer Welle, bei der ich nicht sicher weiß, dass ich sie stehen kann und dann Gefahr laufe, jemanden komplett über den Haufen zu fallen. Ja, nicht mal fahren, sondern tatsächlich ja zu fallen, wenn man abgeräumt wird. Ist schon echt gefährlich bei Wellen, die auch ein bisschen Power haben. Und hier, wie man sieht, viele Wellen bin ich ja wirklich nur gefallen und nicht gefahren. Es kommt auch gleich eine Situation, die war echt brenzlig. Das werden wir dann nochmal sehen. Hier seht ihr auch nochmal, wie groß es geworden ist. Hier, ich habe es auch nochmal angehalten. Guckt euch das mal an. Das ist inzwischen schon mindestens Double Overhead und hohl und schnell und steil. Und er hat es auch nicht in die Face rein geschafft. Und hier direkt volle Kanne wegexplodiert. Ist fast jedem an dem Tag passiert. Mehrmals. Nachdem ich anfangs ordentlich verprügelt worden war und mich auch deswegen ein bisschen zurückgehalten hatte, habe ich jetzt dann endlich mich auch wieder in ein paar Wellen reingetraut. Ein paar Wände gehabt, die Spaß gemacht haben. Waren jetzt nicht die spektakulärsten. Aber trotzdem relativ steil, auch wenn es nicht ganz so rüberkommt auf diesen kleinen Action-Camps. Ja, ging die schon ganz gut. Jetzt von den Wellen, in die ich mich gerade wieder reingetraut habe, direkt in den nächsten kleinen Albtraum für einen Surfer. Von drinnen wieder nach draußen paddeln und das gerade, wenn das nächste Set kommt. Hier ist mir noch nicht ganz so bewusst, dass es gerade ein Set kommt. Ich sehe die nächste Welle, die jetzt auf mich zukommt. Ja, gut zu Duckdiven, weiß ich, komme ganz entspannt eigentlich durch. Und denke, dass ich eigentlich schon fast draußen bin. Aber jetzt sehe ich am Horizont schon die nächste Wand auf mich zurollen, die eine echt ordentliche Größe hat. Und die schlägt genau vor mir ein. Ich habe den Duckdive auch nicht geschafft. Das Brett rausgezogen. Da geht auch ein bisschen Zeit verloren. Weiter paddeln. Und da die nächste chinesische Mauer, die richtig auf mir einschlägt. Und mich auch direkt in den Sand hämmert. Also die absolute Finsternis reingedrückt. Ja, da kannst du eigentlich nur ein bisschen aushalten. Ja, die nächste auch noch auf den Kopf nehmen. Ich bin inzwischen auch schon ein paar Meter Richtung Strand gedrückt worden. Seht, wie braun das Wasser ist, also das ist echt flach. Das ist alles über Sand. Und von hier geht es jetzt dann nicht mehr straight raus, sondern ihr seht, ich paddle jetzt so ein bisschen parallel Richtung Strand, Richtung Channel. Und jetzt kommt eine Situation, die war echt brenzlig. Hier seht ihr der hämmert einen Turn, einen richtig schönen Turn, oben in die Lippe rein und wird auch komplett runtergewaschen. Da hinter mir war er direkt. Und jetzt in der Zeitlupe seht ihr, zwischen uns ist auch noch einer und der lässt sein Brett einfach auf dem Wasser liegen. Super gefährlich, das zu machen. Ich tauche, werf's deswegen auch weg, weil ich Angst hatte, dass das Brett von einem anderen in mich reingeschleudert wird oder der Surfer auch noch oben drüber. Also haben wir alle drei falsch gemacht. Erstens, der Surfer, der den Turm reingezimmert hat, hätte er nicht unbedingt machen müssen, wenn er sieht, dass da zwei gerade im Weg paddeln. Der zweite vorne dran hätte auf keinen Fall sein Brett in der Situation einfach fliegen lassen dürfen und ich entsprechend meins dann auch nicht. Deswegen musste ich ja dann auch raus, denn das Brett hat mich tatsächlich getroffen. Also, auch das passiert gelegentlich. Erstes Brett geschreddert. Da vorne kann man es sehen, zwei fette Dings, muss ich später reparieren lassen. Und dann wechseln wir einfach das Brett und gehen nochmal rein. Ihr seht, auch das hat meine Motivation nicht komplett gekillt. Ich nehme jetzt noch mein anderes Shortboard, was ein bisschen weniger Rocker hat, was tendenziell noch schlechter ist eigentlich für so hohle, steile Wellen, die auch noch jetzt größer geworden sind, wie man sehen kann. Oh mein Gott, go, go, go! Ich sage einfach, genießt jetzt noch das Edit, was jetzt noch an Wipeouts kommt. Und dann hören wir uns gleich.
du holen? Helm? Ja, ist richtig gut. Für meine Freundin geschenkt. Und ich ziehe den jetzt einfach immer an. Ja, macht nur Sinn, ne? Ja. Der ist auch ganz geil. Schützt die Ohren, ne? Ja, genau, macht die Ohren zu. Ist super leicht. Man sieht den gar nicht, wenn man ihn aufhat. Ist echt gut. Ich habe direkt in der zweiten Session, wo ich den hatte, bei Ponte an einem großen Tag das Brett richtig hart an den Kopf bekommen. Und ich so, ja geil, hat sich schon gelohnt. Tja, Freunde, in dem Sinne, wir sind am Ende des Videos angelangt. Ein Helm lohnt sich immer, das noch zwischenrein. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr genauso viel Spaß hattet in der Session wie ich, dann abonnieren, abonnieren, abonnieren. Wir wachsen. Freue ich mich sehr drüber. Ich freue mich drüber, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wenn ihr abonniert, verpasst ihr keine Folge. Liken, kommentieren, sagt Hi, freue ich mich auch drüber. Und dann sehen wir uns. Macht's gut.